Sport, mein Weg zu einem besseren Leben. Ich war nie besonders sportlich. In der Schule habe ich den Sportunterricht gehasst. Ich war langsam, unsicher und hatte immer Angst, Fehler zu machen. Während meiner Studienzeit habe ich mich fast gar nicht bewegt. Ich saß stundenlang vor dem Laptop, habe ungesund gegessen und wenig geschlafen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es mir schlechter geht. Ich hatte oft Kopfschmerzen, war ständig müde und konnte mich schlecht konzentrieren. Eines Tages habe ich beschlossen, etwas zu ändern. Ich habe mir bequeme Sportschuhe gekauft und bin einfach losgelaufen. Ohne Ziel, ohne Plan. Am Anfang war es hart. Nach wenigen Minuten war ich außer Atem. Aber ich habe nicht aufgehört. Ich wollte beweisen, dass ich es kann. Heute, 2 Jahre später, laufe ich regelmäßig 3-mal pro Woche. Ich liebe das Gefühl, wenn ich früh morgens durch den Park renne, während alles noch still ist. Letzten Sommer habe ich zum ersten Mal an einem Halbmarathon teilgenommen. Ich war unglaublich nervös, aber als ich die Ziellinie erreicht habe, war ich einfach nur stolz. Neben dem Laufen gehe ich jetzt auch ins Fitnessstudio. Ich mache Krafttraining, um meinen Rücken zu stärken, denn ich sitze immer noch viel bei der Arbeit. Ich habe gelernt, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit ist. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Früher habe ich Ausreden gefunden. Ich habe keine Zeit, ich bin zu müde. Sport ist nichts für mich. Heute weiß ich, es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, sich zu bewegen, regelmäßig, ehrlich, für sich selbst. Ich bin nicht der Schnellste, nicht der Stärkste. Aber ich bin stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben habe. Und vielleicht, wenn du das hier liest, denkst du darüber nach, auch anzufangen. Dann sage ich nur, TUS. Der erste Schritt ist der wichtigste. Eine Nacht unter den Sternen. Manchmal braucht man nur eine Nacht in der Natur, um wieder zu sich selbst zu finden. Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend. Wir fahren raus aus der Stadt. 2 Stunden lang, immer tiefer in den Wald hinein. Die Straße wird schmaler, die Geräusche der Stadt leiser. Im Auto läuft leise Musik, niemand spricht. Es ist diese schöne Ruhe, die man nur mit echten Freunden teilt. Wir kommen an, bauen unser Zelt auf, schweigend, aber vertraut. Jeder weiß, was zu tun ist. Als die Sonne langsam untergeht, setzen wir uns ans Feuer. Es knistert, es wärmt, außen wie innen. Keiner hat sein Handy in der Hand. Wir reden. Nicht über Arbeit, nicht über Probleme. Über Träume. Über Dinge, die wir lange vergessen hatten. Später legen wir uns in unsere Schlafsäcke. Der Himmel über uns ist schwarz, voller Sterne. Ich höre den Wind, das Rascheln der Bäume, den Fluss in der Nähe. Und in mir ist plötzlich eine Stille, die ich lange nicht gespürt habe. In dieser Nacht schlafe ich tief, ohne Träume, ohne Sorgen. Und ich wache auf mit dem Gefühl, ich bin genau dort, wo ich sein soll. Mein erstes Zuhause. Heute wache ich in meiner neuen Wohnung auf, ganz allein. Es ist mein erster Morgen ohne meine Familie. Die Sonne scheint durch das kleine Fenster in der Küche. Und alles fühlt sich irgendwie ruhig an. Zu ruhig vielleicht. Vor einer Woche habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Jeden Morgen hat meine Mutter mir Kaffee gemacht. Und mein kleiner Bruder hat im Wohnzimmer laut Musik gehört. Ich habe immer gesagt, dass ich endlich unabhängig sein will. Und jetzt? Jetzt bin ich es. Der Umzug war chaotisch. Ich erinnere mich noch gut. Kisten überall, mein Vater schwitzt und flucht, meine Mutter weint leise in der Ecke. Und ich? Ich bin nervös, aber auch aufgeregt. Endlich beginnt ein neuer Abschnitt. Heute mache ich zum ersten Mal allein Frühstück. Ich finde die Butter nicht, natürlich liegt sie im obersten Regal. Ich lache leise, weil ich merke, dass niemand da ist, der mir hilft. Es ist komisch. Ich vermisse das alte Haus, aber gleichzeitig genieße ich die Ruhe. Am Nachmittag klingelt es an der Tür. Es ist meine Nachbarin, Frau Meier. Sie bringt mir einen kleinen Kuchen und sagt: Willkommen im Haus. Wenn du etwas brauchst, klopf einfach. Das ist nett.
Ich fühle mich gleich ein bisschen weniger allein. Abends sitze ich auf dem Balkon. Ich sehe die Lichter der Stadt und höre leise Musik aus einer anderen Wohnung. Plötzlich wird mir klar, ich habe Angst gehabt, aber ich schaffe das. Stück für Stück. Und während ich in mein neues Bett liege, denke ich, das hier ist der Anfang von etwas Gutem. Meine Leidenschaft für Zimmerpflanzen. Wenn ich nach Hause komme, begrüßen mich zuerst meine Pflanzen. Sie stehen überall, auf dem Fensterbrett, auf dem Boden, auf Regalen, sogar im Badezimmer. Für viele Menschen ist das nur Grünzeug. Für mich sind es stille Freunde, die immer da sind. Angefangen hat alles vor 2 Jahren. Damals war ich oft gestresst wegen der Arbeit und habe schlecht geschlafen. Ich wollte etwas ändern, also bin ich eines Tages in ein Gartencenter gegangen. Nur zum Schauen. Doch dann habe ich eine kleine Aloe Vera gesehen. Sie sah unscheinbar aus, aber irgendwie freundlich. Ich habe sie gekauft und auf meinen Schreibtisch gestellt. In den nächsten Tagen habe ich bemerkt, dass ich öfter zu ihr hinschaue. Ich habe angefangen, sie regelmäßig zu gießen, mit ihr zu sprechen. Nur ein paar Worte, ganz leise. Und jedes Mal, wenn ein neues Blatt erschien, habe ich mich ehrlich gefreut. So fing meine Sammlung an. Heute habe ich mehr als 30 Pflanzen. Einige sind groß und brauchen viel Licht. Andere sind klein und wachsen langsam in einer dunklen Ecke. Ich kenne ihre Namen, ihre Bedürfnisse, ihre Eigenheiten. Jede Pflanze hat ihre Geschichte. Zum Beispiel meine Calathea. Sie bewegt ihre Blätter je nach Tageszeit. Oder mein Gummibaum, der erst fast eingegangen ist, aber dann doch wieder gewachsen ist, weil ich nicht aufgegeben habe. Er war mein erster Patient, sozusagen. Und ich war stolz wie nie, als er neue Blätter bekam. Morgens starte ich meinen Tag mit einem Rundgang. Ich prüfe, welche Pflanze Wasser braucht. Ob ein neues Blatt zu sehen ist oder ob ich etwas schneiden muss. Das dauert manchmal 20 Minuten. Aber es ist meine kleine Meditation. Einmal im Monat reinige ich jedes Blatt mit einem feuchten Tuch. Dabei höre ich leise Musik oder einfach den Regen draußen. Die Pflanzen danken es mir. Mit Farbe, mit Leben, mit Ruhe. Nicht alle verstehen meine Leidenschaft. Ein Freund hat einmal gesagt, warum redest du mit Pflanzen? Die antworten doch nicht. Ich habe gelächelt und gesagt, vielleicht antworten sie auf ihre eigene Artikel. Letzte Woche ist meine erste Monstera aufgegangen. Ein großes, glänzendes Blatt hat sich ganz langsam entfaltet, fast wie in Zeitlupe. Ich habe davor gesessen wie vor einem Kunstwerk, fasziniert und glücklich. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen ich noch haben werde. Aber ich weiß eins ganz sicher. Solange ich grüne Freunde um mich habe, bin ich nie wirklich allein. Sie sind leise, aber treu. Und manchmal sagen sie mehr als Worte. Mein Morgen auf dem Fahrrad. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf, trinke ein Glas Wasser und dann schnappe ich mir mein Fahrrad. Die Straßen sind noch ruhig, die Luft ist frisch und ich höre nur das leise Surren der Reifen. Vor einem Jahr war das noch ganz anders. Ich war oft müde, habe lang geschlafen und mich den ganzen Tag schlapp gefühlt. Sport? Keine Zeit, keine Lust. Doch eines Tages hat mir ein Freund gesagt, probier es mal mit Radfahren am Morgen. Nur 10 Minuten. Ich habe gelacht, aber am nächsten Tag habe ich es trotzdem versucht. Ich erinnere mich noch an diesen ersten Morgen. Es war kalt, meine Beine haben wehgetan und ich wollte nach 5 Minuten umkehren. Aber ich bin weitergefahren. Langsam, aber stetig. Und am Ende war ich überrascht. Ich habe mich wach, klar und sogar ein bisschen stolz gefühlt. Heute fahre ich fast jeden Tag. Manchmal nur 20 Minuten, manchmal eine ganze Stunde. Ich habe neue Wege entdeckt. Kleine Parks, ruhige Straßen, einen schönen Radweg entlang des Flusses. Die Welt sieht anders aus, wenn man sie langsam auf dem Fahrrad erlebt. Ich treffe auch andere Frühaufsteher, Jogger, Hundebesitzer, andere Radfahrer. Wir nicken uns zu,
als würden wir sagen, wir verstehen uns. Wir genießen den Moment. Manchmal denke ich beim Fahren nach, über meine Arbeit, meine Träume, über Dinge, die mich beschäftigen. Manchmal höre ich einfach nur die Vögel und lasse die Gedanken ziehen. Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich keine Lust habe. Wenn es regnet oder kalt ist, bleibe ich manchmal im Bett. Aber meistens, selbst wenn ich müde bin, weiß ich, nach dem Fahren geht's mir besser. Radfahren am Morgen ist für mich mehr als nur Sport. Es ist mein kleines Ritual geworden. Ein Moment nur für mich, bevor der Alltag beginnt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas Einfaches mein Leben so verändern kann. Aber jetzt weiß ich, ein guter Tag beginnt mit einem Tritt in die Pedale. Die freundliche Nachbarin. Als ich vor einem halben Jahr in meine neue Wohnung gezogen bin, kannte ich niemanden im Haus. Alles war fremd. Die Umgebung, die Geräusche, sogar der Geruch im Treppenhaus. Ich war nervös, mein erstes Mal ganz allein wohnen. Am ersten Abend war ich gerade dabei, meine Kisten auszupacken, als es plötzlich an der Tür klingelte. Ich habe gezögert, aber dann geöffnet. Vor mir stand eine ältere Frau mit grauen Locken und einem warmen Lächeln. In der Hand hielt sie einen kleinen Kuchen. »Willkommen im Haus«, sagte sie. »Ich bin Frau Krüger, deine Nachbarin von nebenan.« Ich war überrascht und gerührt. Niemand hatte mir je bei einem Umzug Kuchen gebracht. Seitdem sehen wir uns fast jeden Tag. Manchmal treffen wir uns morgens im Treppenhaus, manchmal reden wir kurz am Briefkasten. Sie erzählt mir kleine Geschichten über das Haus, über frühere Bewohner, über ihren Kater Milo. Und ich höre gerne zu. Ihre Stimme ist ruhig, freundlich, sie erinnert mich ein wenig an meine Großmutter. Einmal war ich krank und lag 2 Tage im Bett. Am 3. Tag klingelte es. Frau Krüger stand wieder vor meiner Tür, mit einer warmen Suppe. »Ich habe gesehen, dass dein Fenster seit 2 Tagen geschlossen ist«, sagte sie. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Ich musste lachen. Und ich war dankbar. Sehr sogar. Jetzt helfe ich ihr manchmal beim Tragen der Einkaufstaschen. Im Sommer gieße ich ihre Blumen, wenn sie verreist. Und ab und zu sitzen wir nachmittags auf der Bank vor dem Haus und trinken zusammen Tee. Frau Krüger ist nicht einfach nur eine Nachbarin. Sie ist ein Stück Zuhause geworden. In einer Welt, die oft hektisch und anonym ist, erinnert sie mich daran, wie wichtig echte Begegnungen sind. Ich hätte nie gedacht, dass ein einfaches Hallo an der Tür so viel bedeuten kann. Aber heute weiß ich, manchmal beginnt eine schöne Freundschaft direkt nebenan.